Fahrradfahren macht Spaß, ist gesund und außerdem tut man damit noch was Gutes fürs Klima. Aber leider ist man beim Fahrradfahren auch den Elementen ausgeliefert und oft lässt man das Fahrrad dann einfach stehen, weil das Wetter zu schlecht ist. Und in unserer Studie wollten wir untersuchen, wie schlecht das Wetter denn wirklich ist. Muss man in Hamburg dauernd das Fahrrad stehen lassen oder könnte man nicht eigentlich doch viel öfter Fahrrad fahren? Es gab vorher schon Studien, die sich mit Fahrradwetter beschäftigt haben. Viele davon haben relativ einfache Ansätze gewählt. Zum Beispiel haben sie die Anzahl der Fahrradfahrer gezählt und sie mit verschiedenen Temperaturen in Beziehung gesetzt oder mit der Regenmenge über einen Tag. Andere Studien haben auch einfach die Menschen gefragt, ob sie das Wetter heute gut oder schlecht finden und welches Verkehrsmittel sie an so einem Tag wählen würden. Wir haben uns überlegt, wir möchten einen objektiveren Ansatz wählen und haben richtig Grenzwerte definiert für verschiedene meteorologische Größen. Und zwar haben wir uns auf den Wind, auf den Niederschlag und auf die Temperatur konzentriert. Wir haben anhand dieser Grenzwerte eine Fahrradampel erfunden. Und diese Ampel ist grün, wenn die Fahrradfahrbedingungen angenehm sind. Sie springt auch auf gelb, wenn das Wetter schon nicht mehr ganz so angenehm ist, wenn man vielleicht mehr anziehen muss oder Regenkleidung braucht. Und sie springt auf rot, wenn man wirklich nicht mehr besonders gerne Fahrrad fährt, wenn es eiskalt ist oder man klatschnass im Büro ankommt. In anderen Studien wurden häufig auch meteorologische Messungen verwendet, allerdings oft nur von einer einzigen Wetterstation, die meistens auch noch weit weg lag und zum Teil wurden auch nur Tagesmittel für die verschiedenen Größen verwendet. Und gerade bei Niederschlag hilft einem das natürlich nicht besonders weiter, ob es jetzt im Tagesmittel viel oder wenig geregnet hat, wenn man jetzt gerade in einem Regenschauer steht und nass wird. Wir hatten den Vorteil, dass wir ein sehr dichtes Messnetz hatten über eine Sommersaison in Hamburg. Wir hatten über 100 Messstationen, die Temperatur und Wind gemessen haben. Wir haben das Ganze ergänzt mit einem Regenradar, was uns hochauflösende Daten zu Niederschlag geliefert hat. Und hierdurch hatten wir die Möglichkeit, auch kleinräumigere Wetterveränderungen mit einzubeziehen und zu sehen, wie dies die Fahrradfahrer beeinflusst. Ergänzend haben wir Messungen vom Hamburger Wettermast verwendet. Hier haben wir viele Jahre an Messungen zur Verfügung und die konnten wir verwenden, um auch einen Jahresgang zu berechnen, die saisonalen Änderungen im Wetter für Fahrradfahrer und auch verschiedene Jahre zu vergleichen. Wir haben die Wettermessungen aber nicht nur alleine betrachtet, sondern wir haben zusätzlich tausende virtuelle Fahrradfahrer durch Hamburg fahren lassen. Und zwar haben wir uns ein agentenbasiertes Modell gebastelt. Und zum einen haben wir hierfür Messungen von der Fahrradzählstation an der Alster in Hamburg verwendet, die uns einen Überblick darüber gibt, zu welchen Tageszeiten viele Fahrradfahrer unterwegs sind. Wir haben uns überlegt, wo wohnen viele Menschen, wo fahren viele Fahrradfahrer los und welche Strecken nehmen sie entsprechend, um zur Arbeit zu kommen. Und entlang dieser Routen haben wir dann uns das Wetter angeschaut und für jede Größe eine Ampelfarbe berechnet. Zum Beispiel, wenn am Ende einer Fahrradroute es viel regnet, dann würde hier die Regenampel auf Rot springen und dementsprechend hätten wir eine rote Route. Und wenn man alle diese Routen zusammenfasst, dann kann man eben abschätzen, wie das Wetter insgesamt die Fahrradfahrer in Hamburg beeinflusst. Wie sieht denn jetzt die Fahrradampel für Hamburg aus? Anders als ich gedacht hätte, ist Regen gar nicht das Hauptproblem in Hamburg. Nur etwa 5–10% der Zeit haben wir eine Ampel, die auf Gelb oder Rot springt wegen Regen oder auch wegen Wind oder Sturm zum Beispiel. Und das Hauptrisiko in Hamburg, schlechtes Fahrradwetter zu erleben, scheint die Temperatur zu sein. Und da haben wir einerseits zu hohe Temperaturen im Sommer, aber auch kalte Bedingungen im Winter. Wir haben auch herausgefunden, dass Temperatur sich eigentlich ganz gut großräumiger abbilden lässt. Also da reicht es tatsächlich oft, wenn man wenige Messstationen hat oder eine gröber aufgelöste Vorhersage. Bei Wind und Niederschlag ist das allerdings ein größeres Problem. Die kleinräumige Schauer oder lokale Windbedingungen, wie der Wind um Häuserecken dreht und solche Dinge, das lässt sich oft nicht so gut auflösen. Und hier ist es wichtig, dass man eine hohe Auflösung hat, um für den Fahrradfahrer auch eine gute Abschätzung zu machen. Gerade bei Regen kann es auch helfen, wenn man flexibler in den Zeiten ist, zu denen man Fahrrad fährt. Und wir haben herausgefunden, dass man das Risiko, dass man während seiner Fahrradfahrt klatschnass wird, auf die Hälfte reduzieren kann, wenn man um etwa eine Stunde flexibel ist. An dieser Arbeit waren viele Menschen beteiligt. Wir waren 9 Personen aus der Arbeitsgruppe von Felix Arment. Jeder hat seinen Teil beigetragen und wir hatten wirklich viele gute Ideen in der Gruppe und sind sehr zufrieden mit dem Ergebnis, was am Ende dabei herausgekommen ist. Wenn ihr mehr zu dem Thema wissen wollt, findet ihr das Paper hier unten verlinkt.